ich möchte eine Brust, die voll ist, die trotzdem natürlich aussieht und am liebsten ein C-Körbchen haben. Das ist so ein komplexes Thema. Das Thema der Implantate ist gar nicht so kompliziert. Welche Größe bzw. welches Gewicht haben deine Brustimplantate? Welches ist die richtige Form, die richtige Größe und so weiter. Das ist ein Faktor, der wichtig ist bei der OP, aber es ist tatsächlich nicht der entscheidende Faktor, der alleine wichtig ist. Sau wichtiger Punkt und falsche Antwort. Hallihallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Nach dem ganzen Trubel um meine OP mit der Nase und den Brüsten sind so viele Fragen aufgekommen, die ich auch noch nicht beantwortet habe. Also über Nasen sprechen wir heute nicht, aber über Brüste, weil wir möchten heute das Video von der Bibi mal kommentieren und zwar aus Sicht eines plastischen Chirurgen. Und erstmal vorab, sie sagt ja gerade, es gab viel Trubel um diese ganze OP und auch ganz konventionelle Medien, Zeitungen und Fernsehen haben ja berichtet über Bibis OP. Und ich muss erstmal sagen, ich finde das super, wie sie damit umgeht, weil das Beste, was man machen kann, ist offen und ehrlich und ohne Verschönerung von irgendwelchen Fakten einfach mal zu sagen, was passiert ist und Vor- und Nachteile auch mal so zu erzählen. Und da erstmal dickes Kompliment, Bibi. Damit sich das nicht so in die Länge zieht, starten wir mal mit Frage Nummer 1. Und zwar, hast du runde oder tropfenförmige Implantate? Das ist eine Frage, die wahrscheinlich die meisten Patientinnen irgendwie brennend interessiert. Also man redet sehr, sehr viel über das Implantat, welches ist die richtige Form, die richtige Größe und so weiter. Das ist ein Faktor, der wichtig ist bei der OP, aber es ist tatsächlich nicht der entscheidende Faktor, der alleine wichtig ist. Denn es gibt im Grunde 3 Dinge, die ihr entscheiden müsst zusammen mit eurem Arzt. Das erste ist eben das Implantat, welches ist die richtige Größe, die richtige Form und so weiter. Das zweite ist, wollt ihr das Implantat über oder unter den Muskel haben? Was ist sinnvoll bei euch? Und das dritte ist, wie kommt man dahin? Also wo wird der Schnitt sein? Das sind die 3 Dinge, die es zu entscheiden gilt. Sehr großes Interesse gilt immer dem Implantat, aber die anderen beiden Faktoren, die sind genauso wichtig. Zu den Implantaten. Erstmal für alle Leute, die eventuell auch mit dem Gedanken spielen, sich die Brüste machen zu lassen. Das ist so ein komplexes Thema, was ich mir selbst niemals so vorgestellt hätte. Das Thema der Implantate ist gar nicht so kompliziert. Wenn man natürlich sich auf die Seite der Implantathersteller begibt als Laie, so wie Bibi das bestimmt gemacht hat, weil sie ist sehr, sehr gut informiert, dann wird man natürlich erschlagen. Man sieht eine riesen Liste an Implantaten. Das ist sowas, wie wir in der Beratung nutzen und man sieht furchtbar kleine Tabellen mit ganz viel Schrift, ganz viel verschiedenen Farben, um Gottes Willen. Wenn man das natürlich sieht, denkt man ja, okay, das ist kompliziert. Aber im Endeffekt sind diese Implantate ja für alle Frauen da drin zusammengefasst. Und wenn ihr eure Körpermaße seht, den Brustumfang, die Architektur eures Brustkorbs, die Ausgangsgröße und so weiter, dann schrumpft diese Riesentabelle zusammen auf wenige Implantate, die überhaupt für euch in Frage kommen. Und dann wird das Ganze nämlich viel übersichtlicher und viel leichter zu verstehen. Wenn ihr in eine Beratung geht, solltet ihr allerdings vorher wissen, meine Wunschgröße wäre XY. Also zum Beispiel, dass man sagt, ich hätte gerne ein C, das sollte man schon wissen. Und man sollte sich überlegen, möchte man eher ein etwas, sagen wir mal, künstlicheres Ergebnis oder ein unbedingt sehr natürliches. Wobei ich darauf gleich noch eingehe, weil da hat sich auch vieles in den letzten Jahren geändert. Ich will sagen, wenn man eine natürliche Brust haben will, braucht man tropfenförmige Implantate oder anatomische kann man die auch nennen. Und wenn man eine künstlichere Brust haben will, wo man eher sieht, dass die gemacht sind, braucht man runde Implantate. Da sind schon 2 Begriffe gefallen, tropfenförmig und rund. Wir wollen euch die Implantate einfach mal zeigen. Das ist ein tropfenförmiges Implantat und wenn ihr von der Seite schaut, dann seht ihr, das ist irgendwie nicht symmetrisch. Hier ist mehr, da ist weniger, weil wenn man es so hintut, wie es auch im Körper ist, dann ist das im Grunde genommen wie eine leicht hängende Brust vorgeformt. Das heißt, es befindet sich mehr Volumen unten als oben. Diese sogenannten anatomischen Implantate im Volksmund und auch im Mund von der Bibi, die tropfenförmigen genannt, wobei das eigentlich auch im Grunde genommen die Form trifft. Diese Implantate benutzen wir gar nicht mehr so viel. Ich erkläre euch auch gleich warum. Die waren früher unheimlich beliebt, weil man sagt, ich will unbedingt eine natürliche Form und wenn ich ein rundes nehme, dann habe ich ja so viel Dekolleté oben, dann sieht das so künstlich aus. Wir zeigen euch mal ein rundes Implantat, wie das aussieht. Die sehen nämlich so aus, wenn man von der Seite schaut,
Vergleich zum anderen seht ihr, es hat eine gleichmäßige Form. Es ist da unten genauso viel Volumen drin wie da. Nur das Tolle an diesen runden Implantaten neuerdings ist, dass die Gele weicher werden. Ihr seht, wie die Gele fließen. Das war früher nicht der Fall. Das heißt, das Volumen im Stehen blieb auch immer oben. Jetzt ist es so, dass wenn man im Stehen so ein Implantat trägt, das Volumen sowieso nach unten fließt, also quasi die Natürlichkeit der Brust imitiert wird. Und damit kann man durchaus auch über ein rundes Implantat nachdenken. Wie wir später erfahren werden, ratet mal, was Bibi am Ende genommen hat. Weil im Liegen dann natürlich auch sich der Oberpol mehr füllt, im Stehen der Unterpol mehr füllt. Und das genau ist ja auch so bei einer natürlichen Brust. Ich habe mich im Endeffekt für runde Implantate entschieden. Da haben wir es. Auch Bibi hat runde Implantate aus den Gründen, die ich euch eben schon gesagt habe. Bin aber mit den Worten das erste Mal zu meinem Arzt gegangen, ich will auf jeden Fall anatomische, weil mir war es wichtig, dass meine Brust am Ende natürlich aussieht. Habt ihr jetzt auch verstanden? Sie sehen trotzdem natürlich aus, weil die Gele neuerdings so weich sind. Und das ist der Vorteil dann doch von runden, weil in dem Moment, wo ich liege, blieben ja die anatomischen auch natürlich. Und wenn ich mit einer normalen, größeren Brust liege, dann bewegt sich die Brust ja mit. Das können die Runden heute mit den weichen Gelen besser nachstellen im Grunde genommen. Und deswegen empfehlen wir beinahe immer runde Implantate. Dann haben zum Beispiel auch Leute gefragt, konnte man sich die Größe der Implantate aussuchen? Und welche Größe bzw. welches Gewicht haben deine Brustimplantate? Ja, die Größe der Implantate kann man sich natürlich nicht einfach aussuchen, sondern das ist auch überhaupt nicht wichtig. Volumen, Gewicht und so weiter, das ist unwichtig. Wichtig ist, dass ihr dem Arzt sagen könnt, ich habe diese Brust, bitte sehr, so sieht sie aus. Ich würde lieber die Brust haben XY. Und das ist eben wichtig, dass ihr das im Kopf klar kriegt. Also das heißt, guckt bei Freundinnen, schaut euch Brüste an im Internet und überlegt, okay, ist ein C was für mich und so. Und jetzt kommt eine ganz zentrale Information. Ein C ist nicht gleich ein C, sondern das C beschreibt das Verhältnis von der Brustgröße zum Thoraxumfang. Wenn man also eine sehr große Frau ist mit sehr großem Thorax, dann braucht man viel mehr Volumen, um überhaupt in einen C-Bereich zu kommen. Anders gesagt, wenn ich ein 95 CBH kaufe und ein 70 CBH, ist das Körbchen, was da dran verbaut ist, nicht das gleiche. Das muss man erst mal verstehen. Deswegen ist es auch falsch zu sagen, ach, die Bibi hat, ich glaube am Ende hat sie 350er oder sowas bekommen, die Bibi hat 350er, das sieht so toll aus, das möchte ich auch. Das würde dann gelten, Stichwort Bibi und Tina, wenn ihr die Zwillingsschwester von Bibi wärt, die genau gleich gebaut ist. Da das aber wahrscheinlich nicht der Fall ist, müsst ihr, um das exakt gleiche Ergebnis zu bekommen, eventuell eine ganz andere Größe wählen. Da muss man ein bisschen aufpassen. Bei mir war es so, dass der Arzt mir irgendwas zwischen 350 und 410 Gramm empfohlen hat. Gramm ist falsch in diesem Falle, weil die Angaben sind CC, also ist ein amerikanisches oder angloamerikanisches Volumeneinheit. Das heißt, wir reden über Milliliter. Und da das Silikon nicht genauso viel wiegt wie Wasser, hat ein 300, was haben wir hier zum Beispiel liegen, ein 370er ist das, jetzt muss ich mal meine Äuglein aufsperren, 370er Implantat hat nicht 370 Gramm. Weil, wenn wir uns noch mal so ein Implantat angucken, ja, das dürfte im OP natürlich nicht passieren. Wenn wir uns also noch mal so ein Implantat angucken, hier haben wir ein 370er Implantat und wir bemühen mal eine Waage und schauen, was das 370er Implantat wirklich wiegt. Dann wiegt es bald 380 Gramm. Das liegt daran, dass das Silikon schwerer ist als Wasser. Jetzt gibt es aber, und das hat Bibi leider in ihrem Video nicht erwähnt, Implantate, die haben zwar ein großes Volumen, aber ein kleineres Gewicht, nämlich die sogenannten Bilight-Implantate. Das haben wir euch auch mal eins vorbereitet. Die sehen genauso aus. Man sieht schon, das ist irgendwie leichter. Und wenn ich jetzt das Implantat da drauf lege, dann sehe ich, hoppala, 260 Gramm, aber 360 Milliliter. Ein Wunder der modernen Implantattechnologie, denn das ist das Tolle an diesen Bilight-Implantaten. In diesen Bilight-Implantaten sind kleine Luftpartikel eingeschlossen. Dadurch wird das Implantat leicht und hält aber das gleiche Volumen. Und das ist natürlich für ein Implantat wie Bibi, das hat vielleicht gar nicht mal so wichtig, weil das Implantat relativ klein ist. Aber wenn es zum Beispiel größere Implantate braucht, ist es schön, wenn die nicht ganz so viel wiegen. Weil wenn sie weniger wiegen, werden sie auch später weniger hängen. Gucken wir mal weiter.
Meine Anforderung war, ich möchte eine Brust, die voll ist, die trotzdem natürlich aussieht und am liebsten ein C-Körbchen haben. Und daraufhin habe ich dann verschiedene Sachen auch in Beratungsgesprächen anprobiert. Anprobiert? Werden sich vielleicht viele denken, ja, tatsächlich anprobiert, weil wir haben neben unseren normalen Implantaten, haben wir verschiedenste sogenannte Probeimplantate. Die sehen ein bisschen lustig aus, weil die haben so eine kleine Brustwarze und die sind hinten so ein bisschen komisch aus und die haben ja so einen Ausläufer, also sie sehen nicht aus wie ein Implantat. Wenn wir das Implantat nochmal daneben halten, das sieht ja schon sehr anders aus, aber diese Probeimplantate können wunderbar getragen werden in so einem speziellen BH, den man dafür hat. Da kann man einen Tanktop drüber ziehen und dann kann man schauen, aha, hier ist so ein 380er Pendant und dann würde ich sehen, das würde ungefähr so ausschauen. Das hilft sehr. Das meint Bibi mit getragen in der Beratung. Relativ wichtig. Übrigens aus meiner Sicht besser als irgendwelche Videosimulationen oder so, weil ihr spürt das ja dann auch, wenn ihr das Probe tragt und das gibt ein wesentlich genaueres Gefühl, wie das nach der Operation aussieht und auch sich anfühlt. Ich habe jetzt runde Implantate, 360 Gramm mit einer hohen Projektion. Was ist denn jetzt Projektion schon wieder? Ja, also kurz erklärt, wenn wir so ein Implantat nehmen, ich zeige euch noch mal eins, dieses Maß des Implantates ist definiert, aber wie viel nach oben das Implantat bzw. später dann nach vorne sich bewegt, das nennt man Projektion. Und ihr seht jetzt mal so ein Implantat und ihr seht noch mal ein zweites Implantat, das mit einem ähnlichen Durchmesser eine ganz andere Projektion hat. Das Implantat hat eine hohe Projektion, dieses Implantat hat eine flachere Projektion. Das heißt, wir in Köln nehmen immer gerne das Kölschglas als Vergleich. Wenn ihr ein Kölschglas habt, also einen ganz kleinen Durchmesser, dann füllt ihr da Flüssigkeit rein und der Flüssigkeitsspiegel steigt schnell hoch. Wenn ihr das gleiche in eine breitere Müsli-Schüssel reinschüttet, ist der Flüssigkeitsspiegel niedriger. Das heißt, das Volumen verteilt sich einfach anders. Und das meint sie mit Projektion. Ich bin mega happy mit dem Ergebnis und ich bereue es überhaupt nicht, diese Implantatgröße ausgewählt zu haben. Am Anfang habe ich schon gedacht, jetzt habe ich nicht unbedingt ein C-Körbchen und so meine erste Reaktion war so, oh Mann, voll schade, warum habe ich nicht doch die größeren genommen? Ja, diese Phase nach der OP ist für die Patienten super aufregend, aber für uns natürlich Alltagsgeschäft. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Patienten sagen, es ist zu groß. Direkt nach der OP, weil die Schwellung mit drin ist, aber auch weil es psychologisch natürlich so ist, dass man sich so nicht kennt. Später ist es dann vielleicht doch zu klein gewesen. Also es ist wirklich extrem viel Emotion da drin. Ich empfehle euch eins, 3 Monate durchatmen, cool bleiben, warten, bis alles abgeschwollen ist und sich alles gesettelt hat und dann eine endgültige Bewertung vorzunehmen. Bibi sagt ja selber hier, sie hat ihre Kompressionsware noch an, also das ist definitiv zu früh. Dann haben noch Leute gefragt, wo ich den Schnitt habe machen lassen, also wo das Implantat eingesetzt wurde und wo die Narben jetzt sind und ob das Implantat unter oder über dem Brustmuskel eingesetzt wurde. Das, was sie jetzt gleich erzählt, kann ich nicht besser machen. Bibi, wenn du einen Job brauchst, Praxisklinik am Rosengarten, kurze Bewerbung. Du kriegst auf jeden Fall gute Chancen. Hört mal zu. Man kann Brustimplantate über die Achsel operieren, über die Brustwarze oder unter der Brust so einen Schnitt machen. Und mir wurde dazu geraten und ich wollte das auch sowieso, den Schnitt unter der Brust zu machen. Das habe ich jetzt auch. Raten wir auch zu. Ganz einfacher Grund. Wenn ihr durch die Brustwarze geht, stellt euch das vor, das wäre die Brust und wir würden durch die Brustwarze gehen, dann müsst ihr durch den ganzen Brustdrüsenkörper durchgehen. Oder ihr müsst ihn anheben und kompliziert drunter herlang präparieren, also als Arzt. Ihr macht also auf jeden Fall irgendeinen Anteil der Brustdrüse kaputt. Und da Bibi hat schon die 2 Kinder gehabt, als sie diese OP machen lassen hat, aber es gibt ja auch viele Frauen, die bekommen erst noch später Kinder und da wäre natürlich eine Verletzung der Brustdrüse nicht gewünscht. Also rutschen wir einfach hier hin, machen den Zugang hier. Wenn wir den Zugang hier machen in der Unterbrustfalte, dann sind wir direkt hier, heben die Drüse an, heben den darunterliegenden Muskel an und da kommen wir dann mit unserem Implantat rein. Also der sicherste und einfachste Zugang. Zur Sichtbarkeit der Narbe sage ich gleich noch was. Und das sind wirklich 2 Schnitte, die sind vielleicht so lang und die sitzen hier relativ außen, jeweils an der Brust, einfach unter der Brustfalte. Da war also nicht der Abstand der langen Fingernägel das Maßgebliche, sondern eher der Fingerbeere, weil je größer das Implantat, desto größer ist desto länger ist der Schnitt. Man kann davon ausgehen, dass man etwa einen 3,5 bis 5 cm langen Schnitt hat. Aber, und jetzt kommt eben das Gute, der wird so platziert, dass er in der Falte direkt sitzt. Das heißt, wenn die Frau steht,
sieht man ihn natürlich nicht, diesen Zugang, diesen Schnitt, weil die Brust drauf liegt. Wenn die Frau liegt und ein Bikini trägt oder ein BH trägt, auch nicht. Man würde aber, wenn eine Frau entkleidet ist, in der ersten Phase und die Brust anhebt und zeigt den Unterteil der Brust, dann würde man diesen Schnitt sehen. Nach etwa einem Jahr ist das ein ganz, ganz feiner weißer Strich. Das ist irgendwie nie ein Thema nach der Operation. Also macht euch bitte um diesen Punkt nicht zu viel Gedanken. Denn wenn man eine gute Narbenheilung hat, ist das Thema spätestens nach einem halben Jahr oder Jahr komplett vergessen. Und ich habe das Implantat hinter dem Brustmuskel. Da hat mein Arzt mir auch zugeraten und da habe ich mich auch zu entschieden, weil das Ergebnis dann einfach in meinem Falle natürlicher aussieht. Letztes wichtiges Thema. Implantat haben wir geklärt, Zugang haben wir geklärt und jetzt noch die Lage zum Brustmuskel. Genau die 3 Punkte, die ich euch am Anfang gesagt habe. Jetzt ist die Frage über oder unter den Muskel. Ganz allgemein, nicht allgemein gültig, aber ganz allgemein formuliert, ist es so, dass bei ganz schlanken Frauen mit wenig Brust eine Lage unter den Muskel besser ist. Warum? Weil mehr Gewebe über dem Implantat liegt. Ich habe dann über dem Implantat, was dann auf dem Brustkorb selber liegt, habe ich die Muskulatur und die Brustdrüse und habe damit eigentlich eine sehr natürliche und gute Bedeckung. Bei Frauen, bei denen die Brust leicht hängt, also zum Beispiel die schon ein B-Körbchen haben nach der Schwangerschaft, nach dem Stillen, die Brust hängt, sie möchten aber keine Bruststraffung haben, weil sie das Narbenbild nicht mögen, möchten aber nur eine Vergrößerung haben und akzeptieren, dass die Brust danach auch hängen darf, dann würden wir es über den Muskel machen, damit nicht das Implantat oben und die Brust darüber weiter unten sitzt. Das kurz zur Erklärung. Die Narkose an sich, da hatte ich echt Angst vor, weil ich noch nie eine Vollnarkose hatte. Viele Patienten haben am meisten Angst vor der Narkose und man muss sagen, es werden in Deutschland knapp 20 Millionen Narkosen gemacht. Wir alleine in der Praxisklinik am Rosengarten mit unseren Standorten in Hamburg, in Köln, in Bergisch Gladbach und in Frankfurt machen etwa 100 Operationen pro Monat. Also es gibt hier Riesenerfahrung mit diesen kurzen Narkosen und wenn sie nicht wie im Krankenhaus mit Narkosegasen gemacht werden, sondern als sogenannte intravenöse Narkosen, zum Beispiel mit Propofol und Fentanyl, das heißt also sehr schonend gemacht werden, dann sind die Patienten eigentlich danach total relaxed, weil es eigentlich am Ende wirklich wunderbar schönes und auch entspanntes Einschlafen ist und beim Aufwachen Patienten durch das fehlende Narkosegas auch keine Übelkeit oder sehr selten Übelkeit haben. Also das Thema könnt ihr eigentlich für euch gleich abhaken, weil die Narkose ist relativ unkritisch. Bibi erzählt jetzt sehr viel über die Narkose. Ich bin ja kein Narkosearzt, deswegen gehen wir da mal ein bisschen auf Fast Forward. Hast du die OP selbst gezahlt und wie teuer war deine OP? Das haben auch ganz viele gefragt und da kann ich auch gerne offen mit euch umgehen. Es gibt natürlich überall auch so günstige Anbieter und Leute, die da mit irgendwelchen Pauschalpreisen werben. Ich bin ganz ehrlich, ich habe nicht auf den Preis geachtet, weil ich einfach einen guten Arzt wollte und da habe ich mich echt lange mit auseinandergesetzt. Also auch hier müssen wir ein bisschen Ordnung reinbringen. Teuer heißt nicht gleich gut und billig nicht gleich schlecht. Das ist wie in vielen Dingen im Leben so. Aber Pauschalangebote, auch im Ausland solche Operationen zu machen, ohne dass der Arzt euch wirklich persönlich bekannt ist oder so, bitte nicht. Wir sehen viele Probleme aus Ländern, die zurückkommen, die Patientinnen und nicht gut operiert sind, mehrere weitere Operationen brauchen. Und das kostet dann am Ende viel mehr Geld und macht vor allem viel mehr Sorgen. Das bitte nicht machen. Bei uns in der Praxisklinik am Rosengarten, also wenn man so sieht, was wir durchschnittlich für solche Operationen dann berechnen, das ist ja immer doch auch sehr abhängig von dem, was man zu tun hat. Aber man kann sagen, dass man heutzutage beinahe bei keinem seriösen Anbieter eine Brustvergrößerung unter 6.000 € bekommt. Und wenn Brustvergrößerungen deutlich im 5-stelligen Bereich liegen, da muss man schon sagen, also da muss man sich schon die Frage stellen, wie kann sowas zustande kommen? Meine OPs, beide zusammen, die Nasenkorrektur und die Brustvergrößerung, haben um die 15.000 € gekostet. Das ist noch relativ günstig, wenn man die Nasenoperation mitveranstaltet. Ich habe vorhin gesagt, so eine Operation, also bei uns zum Beispiel kostet sie so 7.500, 8.000 € ungefähr zurzeit. Es ändert sich ja auch manchmal, wenn sich bestimmte Preise ändern oder sowas, aber das kann man mal so als Maßstab nehmen. Und wenn man jetzt natürlich die Nase dazu nimmt, die verlängerte OP-Zeit,
die erhöhten Narkosekosten und so weiter, dann ist der Preis völlig realistisch. Ich habe echt einen renommierten Hersteller, der in Deutschland produziert, nach den besten und neuesten Standards mir ausgewählt. Jetzt wissen wir es, ist Polytec, weil es der einzige Hersteller, der in Deutschland noch produziert. Viele sind ins Ausland gegangen und viele sind aufgekauft worden. Made in Germany ist tatsächlich nur die Firma Polytec, sitzt in Hessen, produzieren in Hessen. Auch ein Hersteller, den wir benutzen. Dann noch 2 Fragen, ziehen wir jetzt schnell durch. Muss man die Implantate irgendwann tauschen lassen? Nein, rein theoretisch muss man die nicht tauschen lassen nach dem neuesten Standard. Sau wichtiger Punkt und falsche Antwort. Also sie sagt, nein, die muss man nicht tauschen lassen. Das ist, oder sagen wir lieber jein. Warum? Weil Implantate, ähnlich wie Zahnimplantate oder sowas, solange sie keine Probleme machen, belassen wir sie im Körper. Aber auch sehr alte Implantate, zum Beispiel die wir heute sehen, die vor 20 Jahren implantiert wurden, da gilt das eben nicht. Die muss man schon tauschen. Die modernen Implantate, die haben im Grunde genommen eine lebenslange Haltbarkeit, aber sie machen eben doch auch manchmal Probleme. Kommt ein bisschen kurz in dem Video, finde ich. Es fällt der Begriff Kapselfibrose nicht, es fällt der Begriff Implantatdrehung nicht oder so. Das gehört auch schon zur Wahrheit dazu. Und dann müssen Implantate schon mal gewechselt werden. Es ist ungefähr statistisch, laut Herstellerangaben, in 6% der Fälle notwendig. Ich würde mal eher sagen, das kann man locker mal verdoppeln und die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo bei 15%. Also von 100 brustvergrößerten Frauen müssen 15 in ihrem Leben nochmal operiert werden. Und die letzte Frage, wann kommt dieses Band ab? Ich glaube, damit meinte die Zuschauerin diesen Stuttgarter Gürtel. Hier, ich zeige euch den mal. Ich trage hier über meinem Stütz-BH ja, hier diesen Gurt. Wofür ist der eigentlich, dieser Stuttgarter Gürtel? Nun, der drückt das Implantat von oben ein bisschen nach unten und der BH drückt es von unten nach oben, hält es also das Implantat in der Position, wo wir es wollen. Dieser Stuttgarter Gürtel ist gerade bei Untermuskellagen sehr wichtig und der wird 6 Wochen genau mit dem BH getragen. Warum stört der euch? Der stört euch deshalb, weil er euch durchs Dekolleté läuft. Das heißt, ihr seht das jetzt. Bibi macht so ein bisschen das Dings da, den Zipper da auf und schon sieht man das Teil. Das heißt also, selbst wenn man an sich im Alltag bewegt, das Ding fällt schon auf. Und da muss man etwas geschlossenere Kleidung tragen. So alles in allem so 3 bis 4 Wochen trage ich den. Das kommt aber immer auf den Arzt an, der euch operiert, weil jeder setzt die Implantate anders ein. Also jeder arbeitet nicht anders. Es gibt ganz klare Standards bei uns und alle seriösen Ärzte folgen schon mehr oder minder den gleichen Richtlinien. Das heißt, wenn einer sagt, ihr braucht keinen Stütz-BH, ihr braucht keinen Stuttgarter Bandage, egal wie ich operiere, das ist Quatsch. Bitte die Standards einhalten, auch liebe Kollegen, bitte die Standards einhalten, weil das hat sich über Jahre bewährt und gibt gute Ergebnisse. Deshalb bleiben wir auch dabei. Jetzt habe ich unendlich viel geredet. Ich wollte einfach mal alles beantworten. Ich hoffe, es sind alle Fragen jetzt aufgeklärt. Ich mache hier keinen Vorwurf, dass sie viel redet, weil das Problem habe ich auch. Ich rede nämlich auch gerne viel. Und wir sind jetzt zusammen, haben wir uns durch dieses Video von der Bibi gearbeitet und haben an der einen oder anderen Stelle noch ein bisschen mehr Informationen reinbringen können. Nochmal großes Kompliment an Sie, Bibi, weil die Informationen waren zu 99,9% exakt so dargestellt, wie wir das auch tun würden in der Beratung. Echt gut informiert, echt gut zusammengefasst und wirklich gute Aufklärung betrieben. Vielen Dank dafür. Falls ihr genaueres wissen wollt, was euch betrifft, dann am besten einfach einen Termin machen bei uns und zwar entweder per Telefon, per Videoberatung, das machen wir nämlich auch. Und dann können wir auf eure Bedürfnisse eingehen, euren persönlichen Fall anschauen und ein individuelles Vorgehen festlegen. Ihr kriegt eine Honorarberechnung mit, damit ihr wüsstet, wie teuer so eine Operation wäre bei euch und habt alle Informationen zugeschnitten auf euch. Das war's mit diesem Video. Ich bedanke mich bei euch und wünsche einen schönen Tag. Und wenn ihr Interesse habt, kontaktiert uns. Bis bald. Ciao, tschüss, euer Timo Spanholz.